Oh mein... Hier oben drauf. Oh! Hier raus, einmal... Ja. Einmal hier nochmal. Überflieg ihn. Ihr habt sicher schon erkannt, wir alle kennen ihn, wir alle mögen ihn. Es geht um Equa. Warum er ein so guter Call of Duty Spieler und erfolgreicher YouTuber ist, erfahrt ihr in der heutigen Spieleanalyse. Viel Spaß! Wer ist Equa? Equa hat vor ca. 12 Jahren den ersten YouTube-Channel über Battlefield 3 Content gegründet und vor 4 Jahren dann den zweiten Channel über Warzone. Bei beiden hat er über 200.000 Follower. Er ist also sehr erfolgreich in dem, was er macht. Und er ist ein Maus- und Keyboard-Spieler, was mich besonders freut. Und deswegen würde ich sagen, wir analysieren sein COD-Spiel und legen los. Viel Spaß! In der Analyse angekommen, liebe Freunde. Sound mache ich ein bisschen leiser. Er redet auch währenddessen. Genau, wir analysieren jetzt sein Gameplay und zwar ein neueres Gameplay von ihm aus Season 5, sodass wir auch da vielleicht ein bisschen drauf eingehen können. Das Video und der Kanal von Equa ist selbstverständlich unten verlinkt, also geht gerne auf seinen Kanal. Wie gehabt, lasst Liebe da. Genau, und ich möchte heute ein bisschen drauf eingehen, warum er so gut in Call of Duty bzw. Warzone ist und warum er auch so erfolgreich auf YouTube ist. Es hängt nämlich so ein bisschen zusammen. Also wenn ihr auch dabei seid, einen YouTube-Channel aufzubauen, dann könnte das auch interessant sein. Und was mir hier zuerst wieder auffällt ist, er hat hier die Shotgun aufgenommen. Und er spielt halt auch einfach mit jeder, ich mache ein bisschen lauter, mit jeder Waffe gut. Ne? Und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Equa ist, neben der Tatsache, dass er einfach ein enorm guter Spieler ist, ist es halt einfach auch so, dass er mit jeder Waffe gut spielen kann. Und das ist auch einer seiner Erfolgsrezepte, denn er macht ja viel diese Klassen-Setups. Beispielsweise, so wie das auch mittlerweile oder fast jeder Content Creator im Bereich von Warzone bzw. Call of Duty macht. Der stellt eine Waffe vor, was für Aufsätze und ja, spielt diese und zeigt, wie gut diese Waffe ist. Ich musste auch schmunzeln bei seinen Videos, weil nicht immer, finde ich, sind die Waffen, die er da spielt, wirklich empfehlenswert. Auch wenn er sie vielleicht in dem Moment empfiehlt. Ja, wie soll ich sagen, er spielt halt einfach gut mit dieser Waffe. Und er ist halt einfach ein Allrounder und ein kompletter Spieler, sodass er mit jeder Waffe ja letztendlich auch gut dasteht. Und das ist auch ein Punkt, man spricht, also wenn ihr euch auch damit beschäftigt, auf YouTube Videos hochzuladen, man spricht ja immer davon, dass man einen unfairen Vorteil haben sollte gegenüber den anderen, also gegenüber der Konkurrenz, wobei ich das nicht als Konkurrenz sehe, und eher als Kollegen. Und sein unfairer Vorteil ist eben, dass er ein sehr guter Spieler ist und auch das mit jeder Waffe. Und ich stelle es mir so vor, er denkt sich, ich probiere mal heute die Waffe, spielt 5, 6, 7 Runden, vielleicht nur 5 und davon sind dann 2 Siege dabei und hat sein Video schon im Kasten und lädt das dann auch hoch. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Ja, und was ich auch nochmal sagen will, bezüglich kompletter Spieler, er ist wie gesagt ein kompletter Spieler. Ich möchte hier mal den Vergleich ziehen zu der Realität. Ich selbst habe lange Tennis gespielt und da ist es ja oft so, du hast beispielsweise Spieler, die haben eine extrem gute Vorhand oder eine sehr gute Rückhand oder sind super am Netz oder haben perfekten Slice. Finde mal einen Spieler, der das alles gut kann. Ne? Das ist es nämlich. Das gibt es selten. Und die bringen es dann auch meistens weit, weil das ist halt die Kunst, alles zu können. Und so sehe ich Equa im Vergleich zu COD. Er kann halt alles. Er kann Sniper, er kann Shotgun, AR, MP, sowieso. Ja. Jetzt habe ich schon wieder viel geredet und nebenbei läuft natürlich das Gameplay von ihm. Er ist hier auf Superstore, das ist ja jetzt in Season 5 neu dazugekommen. Das gibt es aber nur im Vierer-Modus, was ein bisschen schade ist. Da geht er nachher auch drauf ein. Und ansonsten finde ich die Map ganz interessant. Die ist ja aus Warzone 1 Zeiten. Ich selbst habe Warzone 1 nur mal am Anfang ganz kurz gespielt, aber eigentlich kann man sagen, ich habe es nicht gespielt. Und macht für mich aber ja, relativ interessanten Eindruck, aber das müsste halt als Solo da sein. Als Solo könnte ich mir die Map echt gut vorstellen. Er nimmt hier auf jeden Fall die
Muss ja jetzt nicht sein. Squads auseinander, hat schon 14 Kills Okay. Nein. in der 4. Nicht Zone, einfach, die in 50 random Sekunden Leute auch verkleinert. Die nochmal hochgehen. Es ist natürlich auch, das möchte ich auch nochmal sagen, schon eine Art Bot-Lobby für ihn. Geh wieder runter. Wenn man so Kann man viele keiner Kills macht, ist Schutzschutz es auch bei jedem guten Spieler, kann man davon ausgehen, dass er auch wirklich mit Abstand der Beste in der Oh, man Runde wird ist. direkt umgerannt. Ich find's wirklich verrückt. Guckt euch mal an, wie die stacken. Die sind hier zu viert. Zu viert auf 5 Ja. Meter Radius verteilt. Mal davon abgesehen, dass man das eigentlich, ne, ist so eine Sache, wo man sich eigentlich nicht drüber beschweren kann, weil es halt ein Ja. Vierer-Modus. Aber man macht's Ja. einfach irgendwie nicht. Es ist nichts, was man so macht. Ich kann ihn verstehen, dass er sich aufregt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, ich sehe ihn selten 1 gegen 4er spielen. Das nervt ihn wahrscheinlich, dass die Also Leute da die ganze Zeit Hilfe. Händchen halten. Aber wenn man sich mal in die Spieler hineinversetzt, angenommen, also sie sind ja Anfänger dann noch und spielen mit ihren Kollegen und wollen irgendwie gewinnen, dann kann man auch schon ein bisschen nachvollziehen, warum diejenigen so spielen. Was auch interessant ist, was man hier schön Wenn wir sieht, einen ist, Raketenwerfer reinknallen wollen. Es sind auch er 4 analysiert verschiedene seine Teams. Auf dem Dach ist Spieler halt das ständig. vierersteckende Und das Händchen-Halt-Team. Besondere, Nicht mit viel am was Leben. er auch macht, und da kommen wir auch wieder zu dem unfairen Vorteil, er redet ja, während er spielt, ja. Es ist nicht nur super, dass er das kann, weil es ist schwer, man muss sehr viel machen. Ich habe das selbst auch schon probiert. Da bin ich noch ein bisschen von Kommen entfernt. die noch hoch? Ich krieg halt manchmal kein Wort raus, wenn ich konzentriert bin. Kommt man tatsächlich. Und jetzt muss ich auch mal kurz Pause machen, weil es geht wieder alles so schnell. Ich möchte ja auch nochmal erklären, was ist GameSense eigentlich? Ne? Also ich bin mal gespannt, ob ihr das bestätigt, was ich jetzt erzähle, ob ihr das auch so seht. Aber GameSense ist für mich, du bist ein Spieler, du weißt, wo deine Gegner sind. Du kannst deinen Gegner sehr schnell einschätzen, im Sinne von, wie gut er ist, anhand dessen, wie er sich bewegt, was er macht. Und das alles im Bruchteil einer Sekunde. Du kennst natürlich die Map und alle möglichen Wege perfekt oder sehr gut. Und du hast dann auch ein hervorragendes Gefühl für Timings. Ja? Also du weißt genau, wenn ich jetzt da um die Ecke laufe, dann komme ich weg, weil da ist der und der Weg und das dauert so und so lange. Oder ich schaffe es vielleicht nicht in dem Moment, muss also anders reagieren, mach vielleicht einen Repeak. Ja, dann hast du eine sehr gute Awareness. Awareness gehört für mich auch zur GameSense. Also das ist ja das Bewusstsein, dass er jetzt beispielsweise weiß, er hat hier noch 2 Stims, es leben noch 2 gegnerische Spieler und die Zone oder er befindet sich am Rand der Zone. Das sind alles Dinge, die er auffasst und speichert, während er natürlich im ganzen Stress der Situation ist. Und all das zusammen ermöglicht dann einen Spieler wie Equa, die richtigen Entscheidungen in der entsprechenden Situation sehr schnell, vor allem sehr schnell, zu treffen. Und falls ihr jetzt denkt, ja, oder das auch versteht und mit nachvollzieht, ist natürlich immer 2 Sachen. Einmal ist es das Erkennen, dass es so ist. Ihr werdet das jetzt wahrscheinlich auch denken, ja, der Aimfuchs hat recht. Also das Erkennen ist das eine. Das nächste ist aber ja auch das Bearbeiten der Schwächen. Also erstmal muss man wissen, was gibt es für Dinge, die man beachten muss, jetzt beispielsweise unter GameSense, was ich gerade aufgelistet habe, und was sind meine Schwächen? Deswegen auch wieder hier der Tipp, analysiert euer eigenes Gameplay, weil dann könnt ihr ganz konkret hingehen und eure Schwächen herausfinden und konkret daran arbeiten. Ne? Kennt man die Map nicht, dann geht man halt in die Map und guckt die sich mal in Ruhe an, alle Laufwege. Hat man Probleme mit Awareness, dann muss man sich einfach zwingen, darauf zu achten während des Spiels. Ne? So, ich mache weiter. Sonst schweife ich zu sehr ab, das Video wird zu lang. Aber hier ist es halt auch wieder schön zu sehen, er ist in einer 1 gegen 4 Situation. Es leben noch 2 gegnerische Teams, also er. Und jetzt wird es spannend. Nee, es leben noch 2 gegnerische Teams. Er und 2 gegnerische Teams und 4 Spieler. Das wird er wissen. Und was hier sehr interessant ist, er sieht hier unten rechts die Mine. Jetzt frage ich euch, wie viele von euch würden in diesem Moment die Mine zerschießen? Seid ehrlich zu euch. Ja, es wäre auch bei mir gut möglich, dass ich die jetzt zerschieße, weil ich dann denke, dann besteht die Gefahr nicht mehr, dass ich da aus Versehen selbst reinlaufe. Aber er weiß ja ganz genau, es leben jetzt nur noch 4 gegnerische Spieler, 2 gegnerische Teams und er hat gerade einen relativ guten Spot mittig in der Zone. Wenn er die jetzt kaputt macht, dann hören die Leute das ja um ihn herum, wohl möglich, und wissen, wo er ist. So wissen sie ja erstmal nicht, wo er ist. Deswegen geht er hier hin und nutzt es aus, schießt dem einen erstmal im Rücken. Jetzt hat er ja geschossen, das heißt, die Leute wissen jetzt, wo er ist. Jetzt kann er auch die Mine kaputt machen. So, und das sind die Dinge, wenn ich ihn jetzt fragen könnte,
dann würde er mir zu 99% bestätigen, hier oben dass noch mal das sein raus. Gedanken war in dem Moment. Ich gegen 3. Jetzt weiß er auch, er sagt, ich gegen 3. Holt den ersten. Kann den von auch den dreien? finishen. Einer von den dreien. Jetzt guckt er raus. Noch den nächsten. Und jetzt die nächste Frage. Wie viele von uns würden zwanghaft mit dem Messer im Mund sozusagen versuchen, den jetzt zu finishen? Er hat sofort keine Sekunde gezögert, Einer von den abgebrochen. Es könnte ja jetzt sein, dass der sich wiederbelebt oder ein Self-Revive hat. Und dann muss er schon wieder gegen die beiden kämpfen. Aber trotzdem, es macht ja keinen Sinn, ihn zu finishen. Der andere hat ja auf ihn geschossen. Das heißt, er sucht jetzt wieder einen neuen Winkel. Hört jetzt einen über sich. Sieht ihn jetzt, kann ihn Der holen dritte von den 3, let's go! Woo! und holt den Sieg. Das heißt, der andere hatte keinen Self-Revive. Würde mich sehr freuen. Allein, was so die Rundenlanglebigkeit Er sagt das auch angeht hier. und wie sich Was die wir Karte eben an sich angesprochen spielt. So haben. eine kleine Karte. Genau, also Solo wäre für die Und dann kleine auch noch Karte Bots, wirklich die alle cool. aufeinander stacken und alle umbrennen. Das ist halt vorprogrammiert, dass die Ja, Runden da teilweise nach 3 Minuten Spielzeit nur noch irgendwie 7 Leute am Leben sind. Was ich noch sagen möchte ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ekwa, so schätze ich ihn ein, denn er hat ja 2 Kanäle auf Lass Battlefield. mich davon kommen. Er ist halt jemand auch, der sehr schnell sich in neue Shooter einarbeiten könnte. Also, das ist zum Beispiel für mich auch Shroud. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Shroud ist ja ein Amerikaner, glaube ich. Damals in CSGO angefangen bei Cloud9. Auch jemand, der sehr schnell in einem Shooter gut wird. Ne? Der spielt heute, fängt der Warzone an und in 2 Wochen hat er das Level, was ich habe. 44? Oh gefühlt. ja! Selbst das Bodennotssturm 44 knallt absolut Ja, rein. und das ist Mal gucken, was hier Ekwa drin ist. Ich habe ziemlich leider sicher nicht genug auch. Geld für Lauder. Wenn ihr übrigens auch besser werden Aber ich wollt habe immer noch nicht genug und Geld. euch denkt, ja, ich möchte endlich mein Spiel verbessern, ich Was möchte ist mehr das Siege hier? holen, mehr Oh Kills holen, oder ich brauche vielleicht erstmal so einen Einsteiger-Guide, dann lade ich euch hiermit natürlich auch ein, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich versuche mich auch darauf ein bisschen zu spezialisieren, euch näher zu bringen, was man tun muss, um effizient besser zu werden und das in möglichst kurzer Zeit, nicht schlecht. Ich bleib bei meinem Boden. denn ich selbst bin berufstätig, sowohl selbstständig Nehm ich als auch raus? noch in einem Job. Also ich habe auch viel zu tun, Konto? begrenzte Zeit Das und Ding versuche hab ich natürlich die nicht Zeit verstanden. Das ist effizient zu neu. nutzen, Okay, damit geht's um besser zu werden ab und möchte zum euch das auf meinem Kanal Loadout. weitergeben. Ich habe jetzt zuletzt ein Video gemacht, wie man mehr Kills holt, wie man mehr Siege holt und auch einen Einsteiger-Guide gemacht. Also ein bisschen gibt es schon was zu Geknallt? finden auf meinem Kanal. Ja. Macht mir soweit sehr viel Spaß. Ja. Wenn das Wurfmesser gesessen hätte, das wäre es gewesen. Zeigt sich nicht. Oder Da schon ist so ein Ding. wieder, Was machen ja, die? das ist die mobile Zipline, genau. Oh ja, auch ja. schöne Situation. Das ist die gleiche Situation wie in meinem Kill-Rekord, was ich jetzt zuletzt analysiert habe. Ich verlinke das jetzt auch mal. Ja, der wird mich niemals bekommen. Wenn der Ich habe es so gemacht, dass ich hinter der Ecke kurz stehen geblieben bin und dann direkt wieder rausgepusht bin. okay. Er rennt weg, platziert sich und geht jetzt zurück. Kann ihn auch einfach holen, weil der Gegner halt auch einfach nicht auf Ich würde seinem ziemlich gut oben einreihen, neben der Horus, Niveau der ist. Super und allen anderen Top-SMGs. Ja, aber das SCG-44? Ja, aber ich glaube, das die ist das Waffen, neue bin Ding ich für der die Meinung, in nächsten Call of Wochen Duty und sind jetzt Monate. alle Die ja neue nicht beste so Waffe, schwer zu ein Rückstoß, beherrschen, die Gegner wie fallen im extrem Vergleich schnell zu damit um, anderen aber trotzdem Spielen gutes wie Movement. Counter-Strike oder Escape from Tarkov Die ist hatte ich ja extrem zuletzt einfach zu gespielt. spielen. Das ist auch mal so eine Da ist große das schon eine Sache. andere Ich guck Hausnummer. mal kurz, ob das Dach hier frei ist. Aber Guck mal. nichtsdestotrotz Sieht gut aus. Ne? ist es jetzt auch nicht immer einfach, die Waffen zu beherrschen. Ich finde vor allem die Jetzt ist Waffentypen, es frei. also Dahinter Shotgun oder und nicht Sniper Sniper? vor allem, dafür muss man schon anders spielen, dann, ne, um die gut beherrschen zu können. Ja. So, jetzt haben wir ja auch keiner schon, mehr. da habe ich in meinem Siege-Guide auch viel drüber geredet, diesen Noch ein Moment, Mörser auf wo mich. die Will ich Wiederauferstehung den rein? aus Oder was ist und Ich man ja warte mal, jetzt sag mal, ab hier versuchen drin. sollte, taktisch vorzugehen, Muss man im Sinne gleich von reinlaufen. frühzeitig rotieren, in die Mitte der Zone, am Da besten ist auf mit jeden Fall Deckung und in einer Powerposition. Das ist auch, Da was ist er auch hier einer. macht. Ne? Er hier war ist jetzt sehr ein lange im hinter mir. Highground, konnte sich einen Überblick verschaffen. Da war auch einer. Und wie man hört, er redet ständig, sagt, wo die Gegner sind, er Ist da? analysiert ständig, er weiß dadurch auch viel, er macht es sich sicher auch dadurch, dass er es sagt, nochmal bewusst, hört jetzt hinter ihm, pusht ihn zuerst, damit er ihn schon mal raus hat, plattiert sich und finisht nicht sofort, Ich sondern auch. erst plattieren, dann finishen. Hier ein weiterer Tipp, kann man sich mal merken, wenn man eine Smoke an einen Rand einer Zone wirft, kann man aufgrund dieser gelben Umrandung der Zone relativ gut durch die Smokes gucken. Das macht er hier, indem er den zuvor genockten jetzt finisht. Der kommt nicht davon. 3 andere noch. Jetzt sagt er 2 andere noch Und wieder ein Mörser. und ist immer in Bewegung. Ne, habe ich ja auch mal gesagt, das ist ganz wichtig in Call of Duty.
dass man am besten immer in Bewegung bleibt. Er bleibt natürlich jetzt hier in der Deckung vom Mörser. Hat das Ding nach. Lädt nochmal nach. Sieht ihn, schießt nicht sofort auf ihn. Jetzt doch, jetzt hört er die Steps. Oder hier drin. Reagiert darauf. Auf jetzt hoch. Da ist einer. Sieht einen, geht wieder an den Spot zurück. Weiß noch nicht so wohin. Hört jetzt die Zipline. Hat er auch gesagt, er hört jetzt, es geht einer hoch. Da wird er jetzt auch hingehen, denn das ist die perfekte Position da oben. Das ist in der Zone mit Deckung und sogar im Highground. Also die Position, die man eigentlich haben will jetzt. Ich muss auch hoch. Er muss auch hoch, genau. Ganz klar. Natürlich, da kommt wieder die Bot-Lobby ins Spiel. Ein Spieler seines Kalibers hätte er vergessen können, da wäre er nicht hochgekommen, nicht lebend. Er hat sogar auch eine Mine gelegt, reagiert aber trotzdem gut. Das ist auch interessant, was er hier macht. Er reagiert in dieser stressigen Situation exakt richtig. Ich glaube, ich wäre sofort wieder runtergesprungen. Er sieht, dass der keinen Fokus auf ihn hat, legt sich hin, schießt auf ihn, während er die Mine abkriegt. Und jetzt ist er mit dem Schild da und er wartet halt die ganze Zeit, bis er das Schild wegnimmt. Macht er nicht, ist unter Druck der Zone, muss also was machen. Auch da hätte ich das nicht gemacht. Ich wäre jetzt runtergesprungen. Jetzt slidet an ihm vorbei. Dabei hätte er ihn ja jetzt boxen können. Also eigentlich ein gefährlicher Move. Aber er rechnet ja damit überhaupt nicht. Und da macht er wieder perfekt. Und das hatte ich ja auch in dem vorletzten Video erklärt. Was muss man machen in einem Shooter? Man muss sich immer einen Vorteil verschaffen, indem man etwas Unerwartetes macht. Und etwas Unerwartetes kann auch vielleicht ein so Noob-Move sein in dem Moment. Deswegen ist es ja auch so schwer, manchmal gegen Noobs, sag ich jetzt mal, zu spielen. Weil die halt überhaupt nicht so reagieren, wie, ich sag mal, fortgeschrittene Spieler es tun würden. Und jetzt hat er den Kill geholt und es leben jetzt noch 2 gegnerische Spieler. Und er hat jetzt natürlich die perfekte Position. Und auch wenn ich es nicht wüsste, würde ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er die Runde jetzt gewinnt. Und das ist so schön, weil er gerade genau all das macht, was ich in meinem Video, was ich jetzt auch verlinken muss, Freunde, erklärt habe, wie man mehr Siege holt. Er macht genau das alles perfekt. Und ist hier im Highground, in der Power-Position und macht jetzt die Third Party sozusagen. Die zwei haben sich da ja ein bisschen beschossen. Konnte easy die Third Party jetzt machen. Und es ist jetzt ein 1 gegen 1. Er weiß, dass er da ist im Zelt, geht jetzt runter, weil die Zone sich schließt, damit er das nicht machen muss, wenn der gepusht wird vielleicht von ihm. Der muss da sein. Geht jetzt hier in eine schöne Deckungsposition. Der kann nicht woanders sein. Und der Gegner kann halt jetzt gar nichts machen. Also da stumm wir auf jeden Fall zu Let's Go. Oh ja! Oh ja! Zack! Ich sag, wie es ist. Herzlich willkommen zu 9 Meter. Wenn hier in den nächsten Tagen nichts genervt wird, dann ist vor allem das Sturmgewehr 44 die neue Top-Waffe, die nächsten Wochen und Monaten... Auf jeden Fall. Trotz der Länge des Videos will ich jetzt nochmal kurz und prägnant zusammenfassen, warum Equa ein so genial guter Shooter-Spieler und so erfolgreich auf YouTube ist. Equa ist sympathisch, klar. Er ist auch ein sehr talentierter Spieler, das ist auch klar. Aber er ist vor allem auch ein sehr kompletter Spieler. Equa kann mit jeder Waffe glänzen, was auch der Grund ist, warum er entsprechend die Videos machen kann, wie er sie macht, denn ja, er spielt Shotgun oder Akimbo-Pistolen oder Sniper und macht halt immer nach kurzer Zeit ziemlich sicher entsprechende Kills und Wins und kann die auch schnell hochladen. Und er kann währenddessen auch noch reden, während er zockt und sein Spiel analysieren. Und all das zusammen macht ihn nicht nur zu einem, wie gesagt, hervorragenden Warzone-Spieler, sondern auch zu einem sehr erfolgreichen YouTuber. Denn Equa hat auch, ich sag mal, diese Methodik, die er macht, ist nicht nur so simpel wie genial, sondern sie ist auch perfekt ausgefeilt, denn es steckt nicht so viel Aufwand dahinter. Ich beschäftige mich ja auch gerade damit, was aber nicht böse gemeint ist, weil es ist super, wie er es macht. Er nimmt ein Video auf, er zockt und redet währenddessen. Ich nehme ein Video auf und synchronisiere es nach. Das ist schon mal ein Unterschied. Und ja, es sind einfach diese Punkte, dieses Thumbnail. Da gehört er auch zu den ersten, früher, vor 4 Jahren. Also, Waffe wird gezeigt und gezeigt, warum die so gut ist, die Waffe. Simples, aber geniales Thumbnail. Und dadurch, dass er da auch zu den ersten gehört, ist er auch dafür bekannt und auch deswegen immer noch so erfolgreich damit. Also Equa, falls du das siehst, mach weiter so. Deine Videos sind genial. Ich gucke sie sowieso alle. Liked und abonniert ihn, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr könnt auch bei ihm sehr viel dazu lernen. Liked und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ich verlinke euch hier nochmal ein Video, wo ich zeige, wie ihr richtig viel Kills machen könnt, regelmäßig. Und in dem anderen Video, wie ihr mehr Wins holt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao mit V.